Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich einen spannenden Mid-Cap-Wert aus Indien dabei. Dieser beschäftigt sich mit Spezialchemie. Wir werden uns zunächst das Geschäftsmodell ansehen und einen tiefen Einblick in die Zahlen machen. Danach werde ich noch sagen, wie ich mit dem Wert umgehen werde. Also, es wird spannend. Bleibt dran. Und ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Lasst uns loslegen. Bevor wir ins Unternehmen starten, noch kurz Werbung in eigener Sache. Bitte abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Like und schreibt mir einen Kommentar. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Vielen Dank. Los geht's. Sehen wir uns zunächst das Geschäftsmodell von Archean Chemical Industries an. Das Geschäftsmodell ist einzigartig und nachhaltig. Sie nutzen Meerwasser, um wertvolle Rohstoffe zu gewinnen, die in einer Vielzahl von Branchen verwendet werden. Ihre Produkte umfassen flüssiges Brom, Industriesalze und Kaliumsulfate. Diese Produkte finden Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Landwirtschaft, Pharmazie, Wasseraufbereitung, Aluminium, Glas- und Textilindustrie. Die Vorteile dieses Geschäftsmodells sind vielfältig. Erstens ermöglicht es Ihnen, eine breite Palette von Industrien zu bedienen, was zu einer diversifizierten Einnahmequelle führt. Zweitens, da Sie Meerwasser als Grundrohstoff nutzen, haben Sie eine nahezu unerschöpfliche Quelle für Ihre Produktion. Und drittens, durch die Nutzung von Meerwasser tragen Sie zur Erhaltung der Süßwasserressourcen bei, was besonders in Zeiten des globalen Klimawandels durchaus wichtig sein könnte. Der Burggraben von Archean Chemical Industries liegt in ihrer einzigartigen Fähigkeit, Meerwasser als Rohstoff nutzbar zu machen. Dies gibt ihnen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil, da sie in der Lage sind, eine konstante Versorgung mit den oben genannten Rohstoffen zu gewährleisten, während andere Unternehmen möglicherweise mit der Beschaffung von den Grundressourcen zu kämpfen haben. Darüber hinaus haben sie über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Bedienung von Kunden auf der ganzen Welt, was ihnen einen starken Ruf und eine treue Kundenbasis bis jetzt verschafft hat. Aber gut, sehen wir uns im nächsten Schritt die Kennzahlen dieses Unternehmens genauer an, um bewerten zu können, wie interessant das Unternehmen schlussendlich wirklich ist. Nach der Discounted Cashflow Methode ist dieses Unternehmen mit fast 30% unterbewertet. Es hat einen aktuellen Kurs von ca. 650 indischen Rupien und der faire Kurs dieses Unternehmens würde bei weit über 900 liegen. Dabei weist dieses Unternehmen eine Marktkapitalisierung von etwa 81 Milliarden Rupien aus und macht damit ungefähr einen Gewinn von 3 Milliarden Rupien, was zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 führt in etwa. Betrachtet man den Forecast auf das nächste Jahr, erkennt man, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 auf 15 reduziert wird, da der Gewinn auf über 5 Milliarden Rupien ansteigen sollte. Der Umsatz dieses Unternehmens liegt bei etwas mehr als 14 Milliarden indischen Rupien, was uns zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 5,7 führt. Auch diese Kennzahl verbessert sich im laufenden Jahr, da die Verkäufe um 33% ansteigen sollten, was zu einem Gesamtumsatz von beinahe 19 Milliarden indischen Rupien führt. Betrachte ich dieses Unternehmen in der Peer Group, ist es beinahe spottbillig und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade 20 deutlich unter dem Durchschnitt der Industrie, das in etwa bei 41 liegt. Auch das faire Kurs-Gewinn-Verhältnis ist höher als das aktuelle, was wiederum bedeutet, dass das Unternehmen eine sehr interessante Bewertung aktuell aufweist. Betrachten wir im nächsten Schritt Umsatz- und Gewinnentwicklung des Unternehmens in den letzten Jahren bzw. in den nächsten. Man kann sofort erkennen, dass sowohl Umsatz als auch Gewinn kontinuierlich am Ansteigen sind. Zusätzlich fällt auf, dass gerade beim Forecast in den nächsten Jahren der Free Cashflow verhältnismäßig stark ansteigt. Und um das noch etwas genauer zu betrachten, wie solide das Unternehmen in den letzten Jahren performt hat, beziehungsweise in den nächsten, sehen wir uns die nächsten Grafiken an. Man erkennt sofort, dass das Unternehmen in den letzten 5 Jahren mit einem Wachstum von 58%
sowohl den Markt als auch die Vergleichsindustrie outperformt hat. Und das, obwohl die Industrie im Durchschnitt unterhalb des Marktes normalerweise liegt. Selbst im letzten Jahr, als es ein sehr schwieriges Jahr für diese Industrie war, hat das Unternehmen geliefert und den Markt sogar fast outperformt, während der Durchschnitt sogar eine negative Rendite erzielt hat. Betrachtet man den Ausblick aufs kommende Jahr, sieht man auch sofort, dass dieses Unternehmen sowohl im Gewinn als auch im Umsatz sowohl den Markt als auch die Industrie mit Längen schlägt. Und das trotz der günstigen Bewertung, was dieses Unternehmen unglaublich interessant macht. Sehen wir uns im nächsten Schritt die Verbindlichkeiten dieses Unternehmens an. Man erkennt sofort, dass sowohl kurz- als auch langlaufende Verbindlichkeiten mehr als ausreichend gedeckt sind und diese auch relativ niedrig sind. Nachdem das noch nicht genug Gründe für dieses Unternehmen sind, bietet dieses Unternehmen sogar eine kleine Dividende von 0,3% an und will diese Dividende in den kommenden Jahren auf fast 2,5% steigern. Also, fassen wir noch einmal kurz zusammen. Das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 81 Milliarden Rupien bei einem Umsatz von 14 Milliarden Rupien und einem Gewinn von etwas mehr als 3 Milliarden Rupien. Dabei weist dieses Unternehmen hohe zweistellige Wachstumsraten aus. Und das im Bereich der Spezialchemie. Die Volatilität trotz diesen enormen Wachstums liegt unterhalb der Industrie. Außerdem, wenn man einen kurzen Blick auf den Chart wirft, sieht man, dass das Unternehmen kurz vor einem Ausbruch stehen kann. Hier noch einmal ein Überblick über ein paar wichtige Finanzkennzahlen. Man erkennt sofort, dass die Grossmargin mit über 93% extrem hoch ist. Die Nettoprofitabilität ist auch mit über 23% gerade im Bereich der Spezialchemie bemerkenswert. Für mich ist dieses Unternehmen somit ein klarer Kandidat fürs Depot und ich werde mir eine Tranche unmittelbar zulegen. Also, vielen Dank für all jene, die bis hierher das Video verfolgt haben. Bitte abonniert meinen Kanal, liked mich, schreibt mir einen Kommentar. Vielleicht fällt euch ein Unternehmen ein, das wir genauer betrachten können. Dankeschön.